Als US-Amerikanerin und Deutschlehrerin muss ich schon einige Herausforderungen überwinden, um Deutsch auf dem Niveau C2 zu sprechen. Heute erzähle ich euch von den 7 Fehlern, die ich auf dem Weg gemacht habe und die ich immer bei anderen US-Amerikanern gemerkt habe. Seid ihr bereit? Los geht's! Bleibe aber bis zu Ende, wenn du den allerhäufigsten Fehler erfahren willst. Beginnen wir mit der Herausforderung der deutschen Artikel. Im Deutschen gibt es maskuline, feminine und neutrale Artikel, was Amerikanern oft Kopfzerbrechen bereitet, da diese Unterscheidung im Englischen gar nicht existiert. Das korrekte Verwenden der Artikel ist entscheidend für das Verständnis. Keine Sorge, wenn Artikel dich auch verwirren. Diese kleinen Ausrutscher und andere Fehler sind vollkommen normal und gehören zum Lernprozess dazu. Indem wir unsere Fehler analysieren, können wir nicht nur unser Deutsch verbessern, sondern auch tiefere Einblicke in unsere Muttersprache gewinnen. Die 4 Fälle im Deutschen, Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv, sind für Amerikaner und andere Lerner oft verwirrend, da diese Unterscheidung im Englischen kaum vorkommt. Die richtige Anwendung der Fälle ist jedoch entscheidend für die Grammatik. Beim Sprechen und beim Schreiben. Aber auch beim Lesen und Hören ist es hilfreich zu wissen, was jedes Nomen oder Pronomen in einem Satz genau macht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Hund beißt den Mann und den Hund beißt der Mann. Die Fälle muss man auch verstehen, um ein neues Wort im Kontext zu erkennen und lernen zu können. Man hört beispielsweise den Satz, ich esse mit der Gabel und denkt eben, dass das Wort Gabel maskulin sein muss, weil direkt davor der Artikel der vorkam. In diesem Satz ist aber das Nomen im Dativ und dementsprechend feminin. Dazu kommt, dass alle Nomen den Artikel die im Plural brauchen und das heißt absolut nicht, dass diese ganzen Wörter feminin sind. Und wenn wir schon mal über den Plural sprechen, kommt dazu die Pluralbildung im Deutschen im Vergleich zum Englischen. Im Deutschen gibt es mehrere Möglichkeiten, den Plural zu bilden, während Englischsprecher oft einfach ein S dranhängen. Im Deutschen wird Apfel, Äpfel, Mann, Männer, Baum, Bäume, aber Mädchen bleibt Mädchen. Die Pluralform, genau wie den Artikel, muss man mit jedem einzelnen Nomen lernen. Am Anfang des Prozesses musst du diese Sachen wirklich auswendig lernen und Beispielsätze schreiben und viel wiederholen. Aber mit der Zeit wirst du solche Sachen auch im Kontext erkennen und dir merken können, ohne viel Arbeit. Was aber auch viel Arbeit am Anfang braucht, ist die Aussprache. Die deutsche Aussprache, insbesondere die Umlaute und das R, stellt für viele Amerikaner bzw. Englischsprecher eine Herausforderung dar. Es ist normal, wenn du diese Laute am Anfang nicht erzeugen kannst oder die Unterschiede sogar nicht mal wahrnehmen kannst. Das ist komplett normal. Gib aber nicht auf. Versuch immer wieder deutsche Lieder zu singen, Videos nachzusprechen, Zungenbrecher zu üben und deine Hörverstehenmuskeln zu stärken. Die deutsche Satzstruktur kann ziemlich kompliziert sein, besonders was Verbstellung anbelangt. Amerikaner neigen dazu, die englische Satzstruktur zu übernehmen, was zu Fehlern führt.
Achte darauf, dass das Verb in normalen Aussagesätzen bzw. Hauptsätzen immer an zweiter Stelle steht. Eine weitere Herausforderung ist eben die Position der Verben in deutschen Nebensätzen. Hierbei steht das Verb typischerweise ganz am Ende. Dies widerspricht der englischen Satzstellung und der normalen Verbstellung in Hauptsätzen auf Deutsch. Ich weiß, dass er morgen kommt und nicht, ich weiß, dass er kommt morgen. Bei Ja-Nein-Fragen und Imperativen ist es nochmal anders. In diesen Fällen kommt das Verb als allererstes. Schließ die Tür bitte. Hast du die Tür geschlossen? Hierbei merkt man auch, dass es kein Zusatzwort wie du oder did in Ja-Nein-Fragen gibt, wie im Englischen. Wie gesagt, kommen diese Fehler oft daher, dass man einen englischen Satz direkt ins Deutsche übersetzt. Die Satzstruktur ist nicht das Einzige, was direkt übersetzt wird. Amerikaner wenden oft englische Modalverben direkt auf Deutsch an, was zu Missverständnissen führen kann. Die richtige Verwendung ist entscheidend für die Bedeutung eines Satzes. Ein Fall, den ich immer wieder sehe, ist nicht müssen versus nicht dürfen. Als Englischsprecher hört man den Satz, du musst nicht zur Party kommen und denkt vielleicht, dass man eben zu Hause bleiben muss. Im Deutschen ist es aber nicht so. Hier wird gesagt, dass du zur Party kommen darfst oder eben zu Hause bleiben darfst. Wenn man sagen möchte, dass du zu Hause bleiben musst, dann heißt das tatsächlich, du darfst nicht zur Party kommen. Man kann diese Sätze also auf gar keinen Fall direkt übersetzen, da sie dann eigentlich andersrum wären. Das gilt aber auch für Präpositionen. Sie sind wirklich tricky. Es heißt, ich warte auf dich und nicht ich warte für dich, was im Englischen I'll wait for you wäre. Und es heißt, ich denke an dich und nicht ich denke über dich. Wenn man seine erste Fremdsprache lernt, wird man vielleicht nicht darüber nachdenken, dass Redewendungen nicht direkt übersetzt werden können. Manchmal haben sie den gleichen Ursprung und sind dementsprechend fast genaue Übersetzungen voneinander. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hunde, die bellen, beißen nicht. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass alle so funktionieren. Wenn Hölle zufriert, wird im Deutschen nicht gesagt, sondern eher, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. Auch break a leg wird nicht brich ein Bein, sondern Hals- und Beinbruch auf Deutsch. Und Äpfel werden nicht mit Orangen verglichen, sondern Äpfel mit Birnen. Alle Lerner fallen gelegentlich auf falsche Freunde herein. Das sind Wörter in unterschiedlichen Sprachen, die ähnlich aussehen oder klingen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Ein Beispiel ist aktuell, was oft mit actual verwechselt wird, aber tatsächlich current bedeutet. Ich lese also jeden Abend aktuelle Nachrichten. Man sollte einem Freund auch kein Gift geben, da das eigentlich Poison bedeutet. Ich dachte auch eine Weile, dass Kissen ein Verb wäre, also aber tatsächlich bedeutet dieses Wort Pillow. Der allerhäufigste Fehler, den Amis beim Sprachenlernen immer wieder machen, ist gar nicht erst richtig anzufangen. In den USA wird das Fremdsprachenlernen oft gar nicht ernst genommen und wenn, dann wird es oft so angesehen wie andere Schulfächer. Man möchte möglichst viele richtige Antworten bei
der Prüfung schreiben und einfach alle Fehler vermeiden. Sprachenlernen funktioniert aber nicht wie Mathe oder Geschichte. Man lernt wirklich durchs Machen und Ausprobieren. Ich sage das gefühlt in jedem Video, aber ich meine es wirklich. Man lernt durch Fehler. Man kann keine Sprache lernen, ohne Fehler zu machen, ohne etwas Peinliches zu sagen, ohne etwas nicht zu verstehen und sehr verwirrt zu sein. Ihr werdet also langsamer lernen, wenn ihr versucht, diese Sachen zu vermeiden. Das muss einfach passieren. Fehler sind keine Schande, sondern ein natürlicher Teil des Lernens. Bleibt mutig und habt Spaß beim Lernen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann werdet ihr dieses Video auch mögen. Also, bis dann. Ciao!